Und im Vergleich ist es schon tausendmal besser hier. Wow. Hallo, die neue bei Little Box ist da und die möchte ich mit euch zusammen jetzt direkt auspacken. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Wir machen das zusammen und ich gehe stark davon aus, dass es wieder eine Kombibox ist von Juli und August, weil das war die letzten Jahre so. Und nachdem sie jetzt im Juli auch so relativ spät kommt, denke ich, wird das so sein. Aber wir schauen mal, was uns erwartet. Also hier ist erstmal ein Spiel oder sowas. Genau, ein Würfelspiel wahrscheinlich. In der Verpackung. Das könnt ihr euch ja dann genauer anschauen. Und hier kommt ein Säckchen raus mit einem großen Fach, einem großen Reißverschluss und hinten noch einem kleinen Täschchen dran. Ich kriege übrigens noch einen Rabattcode, aber ich wollte das Video jetzt schnell für euch online bringen, deswegen habe ich den noch nicht, kann ihn euch nicht einblenden, aber ihr bekommt ihn in der Infobox auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt, in dem kleinen erstmal. Das ist ein kleines gelbes Täschchen mit 2 Knöpfen und da kommt ein Karton raus. Hier steht drauf Käsekästchen Rache. Tic-Tac-Toe-Feld. Und hier sind, denke ich, die Sudoku sind noch mit dabei. Also alles steht irgendwie so im Zeichen des Spiels. Und da sind die Produkte wahrscheinlich beschrieben, die da jetzt rauskommen. Pierre Papier Quiso heißt es hier. Vielleicht wird es etwas mit Papier sein. Oder Papier heißt ganz was anderes. Naja, vielleicht so halb. Ah ja, schau mal, Make Paper Plans, denn das ist eine Hülle, da ist ein kleiner Papierflieger drauf. Das heißt, hier kannst du Reiseunterlagen reinpacken, dass die schön verstaut sind für unterwegs oder auch vielleicht eine Stadtkarte, Landkarte oder was man halt so mitnehmen will. In lila und auch sehr bunt hier mit der Schrift. Wieder 1:1 passend mit der Verpackung, das ist echt schön. Er hat ein bisschen was von 60er-Jahre-Style, oder? Was meinst du dazu? Und auch dieses Täschchen ist ja total bunt, viele verschiedene Muster. Und da bin ich jetzt sehr neugierig, was da drin ist. Also erstmal ist das wie ein großes Beauty-Case, finde ich. Und das ist in Kooperation mit Lemonade entstanden. Ist wahrscheinlich wieder eine Firma, die quasi mit Stoffen arbeitet, vielleicht auch wieder Klamotten herstellt. Ich schaue das mal nach und verlinke euch das. Und da ist allerhand hier drinnen in diesem Beauty Case. Schau mal bitte. Nehmen wir zuerst das große, das hier fast rausfallen will. Oh wow. Das ist von Cardi ein Shampoo. Wer kennt Cardi schon? Wenn nicht, dann musst du das nachholen. Ich hatte davon mal eine Gesichtsmaske und das ist Naturkosmetik und das war so toll mit Sandelholz. Steht auf meiner Wunschliste, muss ich mir unbedingt mal nachkaufen, wenn ich meine Gesichtsmasken aufgebraucht habe. Aber ich habe jetzt auch noch, glaube ich, 4 oder 5. Deswegen ist es gerade nicht der Zeitpunkt. Ich bin da lieber so aufbrauchen, danach kaufen. Auf jeden Fall tolle, tolle Firma. Und hier heißt es mehr als nur ein Shampoo. Das Geheimnis der magischen Kraft hat seinen Ursprung in Kadi-Elixier, dem ayurvedischen Kräuterextrakt, das auf der ältesten Naturheilkunde der Menschheit beruht, dem Ayurveda. Durch die traditionellen Herstellungsprozesse entfalten die indischen Kräuter, Rinden und Blüten ihr einzigartiges Potenzial. Und das ist also es gibt Elastizität. Die Inhaltsstoffe stehen jetzt hier vorne gar nicht so drauf. Orange Vitality heißt es. Sprungkraft und Leichtigkeit, wahrscheinlich mit Orange. So sieht es aus. Es ist vegan, komplett naturell und was steht hier noch? Kosmosneutral. Oh, das riecht richtig gut. Zitronig, ein bisschen wie Zitronat-Orange hat so die Mischung. Eine Mischung aus Zitrone und Orange. Und sehr, sehr erfrischend. Darauf habe ich richtig Lust, das auszuprobieren. Ich habe zwar noch Shampoo, aber da wechsle ich dann gerne ab und werde als nächstes mal das hier wirklich nehmen. Riecht mega gut. Die Gesichtsmaske, die ich da hatte, die war mit Sandelholz in so einer Blechdose.
so eine geile Gesichtsmaske. Auch die verlinke ich euch mal, falls es euch interessiert. Die hat so gut gerochen und richtig schön ausgereinigt, eine tolle Haut gemacht. So, greifen wir mal rein und nehmen das nächste Schächtelchen. Hier wimmelt's von Schächtelchen. Sind Barbour-Ampullen. Mega. Hydra Plus, Multivitamin und Lift Express. Also sind 3 Sorten Ampullen. Ah ja, und hier steht's. Von jeder Sorte sind 3 Stück drin. Also 9 Ampullen hier drinnen. Wow. Nein, stimmt nicht. 3 Ampullen. Ist da noch was? 3 Ampullen sind drinnen. Warum steht es dann hier so? 3 Ampullen A2. Ach so, okay. Stand nur in verschiedenen Sprachen unten drunter. Deswegen dachte ich, es würde jede Sorte betreffen. Aber es sind 3 Ampullen drin, von jeder Sorte 1. Barbour-Ampullen sind fantastisch. Und wenn ihr wissen wollt, was die für eine Sofortwirkung auf die Haut haben, schreibt es mir mal. Ich mache gerne einen Short darüber und zeige euch die Wirkung. Aber eine Ampulle ist wirklich so das Genialste, wenn du sofort schöner aussehen willst. Also wenn du sagst, ich bin heute auf einer Feier, ich habe heute ein Event und da muss meine Haut einfach strahlen. Ich mag keine Fältchen, ich mag nicht müde aussehen. Oder je nachdem, was die Ampulle halt kann, liefert sie dir das dann auch. Und zwar in sehr, sehr hoher Konzentration. Nächstes Schächtelchen. Push-Ma Pins. Was auch immer das heißen soll. Ah! Eine Haarklammer in rosa und aus Vollplastik. Ist jetzt nicht so mein Fall, nicht das Lieblingsprodukt hier drinnen. Ist es auch? Wieso nehmen sie Plastik? Haare hochstecken und weiter geht's mit deiner Partie Beachvolleyball. Also, es hat keine spezielle Funktion, fühlt sich gut an. Ist einfach nur eine Haarklemme und zwar aus Kunststoff, Hartplastik. Aber die fühlt sich gut an, sehr bequem. Nächstes ist ein kleines Täschchen in Kooperation mit Garantia oder Garantia. Ah, auch das kennen wir schon. Das sind Baumwollpads, die ein Wattepad ersetzen, die du wieder waschen kannst, dass sie also bei 60 Grad sauber werden und die sind somit wiederverwendbar. Damit habe ich also ich finde das eine mega tolle Idee, weil man würde extrem viel Müll sparen. Aber ich habe da schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil manches Make-up sich so da reinsetzt und dann kann ich es waschen, wie ich will, bei 60 Grad, 90 Grad oder auch mit starkem Waschmittel, was ja auch da wieder nicht so gut für die Umwelt ist, aber es wird nicht mehr weiß. Wenn jemand einen Tipp für mich hat, dann sagt es mir bitte, weil, also ich habe schon, da waren auch schon mal welche in der Little Box. Scheint so ein Revival zu sein von den Dingen, die hier schon mal drin waren, die gut sind. Also wenn ihr was wisst, schreibt es mir mal. Was mich jetzt mal interessieren würde, wer von euch benutzt denn Baumwollpads anstatt Wattepads? Also diese wiederverwendbaren. Schreibt das auch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie viele es machen. Oder schreib auch gerne, wenn du es nicht machst, warum du es nicht machst. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich dir gerne oben, denn also nach wie vor bin ich sehr begeistert von dieser Idee, nur sie werden nicht mehr weiß bei mir. Und vielleicht sind sie sauber, aber also es sieht einfach unhygienisch aus. Vielleicht ist es das gar nicht. So, nächstes ist eine Tube und diesmal kein Päckchen und zwar Bump Eraser Body Scrub, also ein Body Peeling mit 10% AHA-Säure. Ist es überhaupt für Body oder ist es für Face? Also hier steht zumindest Body. Also hier steht auch, dass es fürs Gesicht ist, weil die Tube ist jetzt nicht so ganz groß, deswegen würde ich auch eher meinen, dass man das fürs Gesicht verwenden sollte. Für ein Body wäre das ja sofort leer, aber auch Fruchtsäure ist für den Körper gut. Fruchtsäure regt die eigene Kollagenbildung an, regt die Reinigung an, dass die Poren sich verfeinern. Oh, und dann ist noch etwas ganz Großes, das ist Originalgröße und zwar von Ultrasun. Eine Sonnencreme, transparent, Lichtschutzfaktor 30, wasserfest und für Sport geeignet. Ein Gel ist es.
und schützt vor UVA und UVB-Strahlen, Infrarot A. Soll nicht kleben und ist eben für Sportler sehr gut, weil es auch schweißresistent ist. Das klingt sehr interessant, muss ich sagen. Und Sonnencreme kann man jetzt vor allen Dingen sehr gut gebrauchen. Es riecht, ja, wie Ultrasun immer riecht. Also ohne Parfüm, sehr milchig riecht es. Und, muss man vielleicht schütteln, es ist ein Gel. Also schaut mal, es sieht aus wie ein Öl. Fühlt sich, oh, trocknet sehr schnell. Fühlt sich auch leicht ölig an, aber es hinterlässt keinen öligen Film. Und wenn es aufgetragen ist, riecht es nicht mehr milchig, sondern ein bisschen so ganz leicht nach Kaugummi tatsächlich. Okay, interessant. Werde ich gerne mal jetzt über den Sommer hinweg ein bisschen benutzen. Wenn euch was dazu interessiert, schreibt mir mal. Mit diesem Wasserfest bin ich ja immer, also es steht oft drauf, aber es ist nicht immer so wirklich der Fall. Also da bin ich gespannt drauf, ob man es nach dem Baden noch spürt. Weil ich hasse es auch, wenn man dann ins Wasser geht und obendrauf auf dem Wasser so ein Film schwimmt. Da weiß einfach auch jeder, das kann nicht gut sein für den See oder für die Umwelt. Und wenn sich das dann Wasser runterwäscht, ist es echt schlecht. Bin ich gespannt. Oh, und ein Nagellack von Essie. In einem, ja, so ein rosa Perlmutt-Farbton ist es, Nummer 696. Schöne Farbe, für mich wäre das ein bisschen zu hell. Das ist jetzt auch gar nicht so meine Farbe. Wobei im Sommer geht es, wenn ich ein bisschen gebräunter bin. Aber ich benutze prinzipiell keinen Nagellack mehr. Also wer den haben will, kann mal Bescheid sagen. Ich benutze nur noch UV-Nagellack. Auch dazu gibt es schon Videos, die ich dir gerne oben verwende. Es hat so viele Vorteile. Aber es gibt einfach Leute, die weiterhin gerne Nagellack nehmen. Und hat ja auch was, geht schneller. Dann kommt hier eine Mascara raus von My Little Beauty mit, also langanhaltend, und es soll lange Wimpern machen. Mit Jojobaöl und was steht noch drauf? Also wasserfest ist es nicht. Farbe schwarz mit Gummiborsten. Jetzt teste ich die Mascara gleich mal. Die soll die Wimpern wachsen lassen. Da ist Jojobaöl und Rizinusöl drinnen. Und ich teste sie jetzt mal hier gegen meine Alltagsmascara von L'Oreal, die ich hier drauf trage. Also erstmal lässt sich mit dem Bürstchen sehr, sehr gut arbeiten. Du siehst auch, dass die Wimpern nicht verkleben, dass sie schön getrennt sind. Und sie lässt sich sehr, sehr gut aufbauen, finde ich. Macht schon was her. Verklumpt nicht, trennt schön. Ich habe eine Mascara, die macht sie noch länger, als diese hier es jetzt tut. Aber ich finde, es kann sich schon durchaus sehen lassen. Und das Tolle ist, dass hier gleichzeitig Serum drin steckt, dass die Wimpern einfach während der Benutzung pflegt und wachsen lässt. Und im Vergleich ist es schon tausendmal besser hier. Wow. Tolle Mascara, wirklich. My Little Box, wirklich gut gemacht. Wäre doch da jetzt im Sommer irgendwie eine wasserfeste Mascara besser gewesen, oder? Oder ja, zumindest diese Mascara, die langanhaltend ist, diese Sportmascaras, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Von Clinique gibt es eine. Die hat eine ganz andere Formel. Also die gilt nicht als wasserfest, weil sie sich mit warmem Wasser löst, aber mit kaltem nicht. Ja, schade, dass hier die weder noch ist. Dann haben wir, was ist das denn? Vom Body Shop, My Choice. Jetzt teste ich den Lipgloss. Er soll angeblich gar nicht klebrig sein und ein Vinyl-Lipgloss, der sich total gut schichten lässt. Und die Deckkraft soll sich aufbauen lassen. Schauen wir mal, wie das klappt.
Mit einer Schicht sieht es so aus. Sehr, sehr schöne Farbe. Und wenn man gebräunt ist, dann ist es echt toll. Toller Effekt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es noch ein bisschen deckender hinkriegen. Also er fühlt sich überhaupt nicht klebrig an. Fühlt sich an wie ein Lippenstift, ist aber ein Gloss. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich noch eine Schicht aufgebe. Ja, es ist ein bisschen mehr geworden. Allerdings jetzt nicht so heftig, wie ich das jetzt gedacht habe. Schöne Sommerfarbe. Perfekt für den Badestrand, wirklich toll. Und es fühlt sich an wie ein Lippenöl. Da sind auch pflegende Extrakte mit drinnen. Richtig trocken wird es nicht. Es fühlt sich immer noch geschmeidig an. Und wenn ich mit dem Finger drüber gehe, dann ist es auch noch feucht. Also ich denke nicht, dass es so richtig trocknen wird. Und da muss man jetzt auch sagen, es passt alles schon sehr gut zusammen. Diese Haarklammer, der Nagellack und hier auch der Lipgloss. Alles in rosa und pink. Das ist schon sehr stimmig, wenn man eben auf solche Farben steht. Auf den Lippen mag ich das gerne. Sieht zwar auch sehr Barbie-mäßig aus, geht nicht immer, aber es sieht wirklich sehr schön aus. Und ein letztes ist noch hier drinnen. Spielsatz und Nails. Set für siegreiche Fingernägel. Ein Nagelset vielleicht für die Reise. Was meint ihr? Schauen wir mal. Auch süß. Tatsache, eine kleine Nagelfeile, ein Clipper und eine Pinzette. Das ist sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch, coole Idee. Sowas kann man immer mal für unterwegs auch gebrauchen und das Täschchen ist wunderschön. Und das hier ist wieder in Kooperation mit Lemonade. Ja, das war's, schau. Hier das Beauty Case ist leer. Es faltet sich dann so auf, das hat oben einen Henkel, das kann man dann auch hinhängen im Bad. Und kann den ganzen Inhalt sehen und wenn man das nur halb aufmacht, ja, das habe ich mir gedacht, das ist cool. Dann werden auch die Sachen drinnen bleiben. Wenn man es so aufhängt, nicht direkt rausfallen, wenn man es nur so ein bisschen öffnet. Siehst du? Cooles Täschchen, gut für unterwegs. Und diese kleine Tasche kann man dann eben da hinten so hinklippen. Und vielleicht für die kleinen Teile oder ich würde jetzt hier die dekorative Kosmetik reinmachen und hier die Pflegekosmetik. Und dann hat man alles schön beisammen und kann das auch für unterwegs so mitnehmen. Sehr schöne Idee. Insgesamt vom ganzen Farbkonzept diesen Monat nicht meine Lieblingsfarbkombination, aber sehr coole Produkte enthalten. Nicht jedes ist mein persönliches Highlight. Was gefällt dir denn am allerbesten aus der Box? Würde mich interessieren und die anderen wahrscheinlich auch. Welches ist das Produkt, für das du unbedingt diese Box haben möchtest, haben wollen würdest? Und ich verrate dir jetzt, also entscheide dich erst, bevor ich es sage. Und ich verrate dir jetzt, was mein bestes Produkt ist. Und das ist definitiv das Kadi Haarshampoo. Ich verlinke dir hier meine letzten Videos und freue mich.